Die Erdgeschosszone ist der wichtigste Raum in der Stadt. Sie ist Wohn-, Arbeits- und Lebensraum, die für die Attraktivität und Aufenthaltsqualität des Straßenraumes dient. Trotzdem sieht man oft nur Leerstände, Garageneinfahrten und Lagerflächen dort. Wie viele Straßen müssen ihre Charaktere verlieren, bis etwas dagegen getan wird? Wir sagen Stopp. Diese Leerstände bieten das größte Potenzial für Mehrfach- und Nacheinandernutzungen an. Und wir müssen den richtigen Weg finden, die ausgestorbenen Lokale in allen möglichen Bezirken beleben zu können. Durch die Organisation von kurzen Veranstaltungen ist es möglich, die Lokale wiederverwerten und den Menschen die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten zeigen zu können. Die Idee ist es, langsam, Leerstand für Leerstand Impulse abzugeben und wie ein Regenschauer zum weiteren Zielort weiterzuziehen. So können wir das Herz der Stadt Stück für Stück wiederbeleben. Und wie schaffen wir das? Die Antwort ist einfach. Mit Essen. Also, wir haben uns gestern bei einem Bier zusammengesetzt und wir haben beschlossen, ja, gehen wir es an. Wir wollen unsere Geschäftsidee, die mobile Küche, umsetzen. Unsere wichtigsten Pfaden haben wir schon festgelegt. Wenig investieren, viel profitieren. Da wir noch nicht sicher sind, wie das Ganze funktioniert, lassen wir uns von ein paar Veranstaltungen inspirieren. First Top ist die Nordbahnhalle, wo wir eine künstliche Performance mit Fahrrädern ansehen und währenddessen wird gekocht. Dann gehen wir zum Donaukanaltreiben und danach hoffentlich werden wir eine Ahnung von mobilen Küche haben. Wir sehen uns gleich. Ich glaube, man könnte das als Kunstprojekt anmelden. Also wenn das als Kunstprojekt ist, dann brauchst du nicht Genehmigung für Kochen und du machst freie Spende. So wie Pierogi. Aber ich finde, das ist urschade, weil eigentlich Streetfood in Wien existiert nicht. Und auch diese Foodtrucks, die haben unglaubliche Probleme, Genehmigungen zu kriegen. Aber ich finde, Wien braucht Streetfood eigentlich. Und auch wenn ich über Donauinsel denke, also da gibt es überhaupt keine Streetfood und das würde sich so perfekt anbieten. Das war ganz cool eigentlich. Da hat es eine Mafia gegeben eigentlich von diesen Foodtrucks rund um die Uni. Es hat sehr wenig andere Restaurants gegeben. Und dann hat sich einer hingestellt, wo er nicht stehen hätte dürfen. Und dann haben sie seinen Truck einfach angezündet. Er ist am nächsten Tag hingekommen und der Truck war ausgebrannt. Und ab dann ist immer die Polizei dort. Angefangen habe ich 2016, kenne die Idee aus Belgien, Holland und habe mir gedacht, man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern man kann ein gutes Produkt nach Wien bringen. Habe mich damit viel beschäftigt, habe mich mit Design und allem Möglichen lang herumgeschlagen, habe eine eigene Rezeptur, produziere deswegen auch selbst einen Teig. Bei uns wird alles frisch gemacht, das ist ganz wichtig, dass die Leute einen Qualitätsunterschied merken. Tun sie auch, deswegen kommen sie zurück, das ist gut. Genehmigung ist so, ich habe einen Hauptfirmensitz in Wien im 5. Bezirk eingetragen und habe dann die Genehmigung dazu bekommen, Backwaren einfachster Art aufzubacken, selber produzieren zu dürfen und zu verkaufen. Da tue ich mir etwas leichter als andere, weil ich jetzt keine richtige Küche bin. Ich arbeite nicht mit Fleisch oder mit Fisch. Ich habe keinen Griller. Ich tue mir da ein bisschen leichter. Ich habe nur meine Waffeleisen, wo der fertige Teig hineinkommt und aufgebacken wird auf den Events. Ich denke, Streetfood ist an sich eine sehr gute Sache, weil die Leute etwas auf der Straße natürlich, so wie es schon heißt, präsentiert bekommen, was einmal ein bisschen anders ist, ein bisschen was Neueres, Moderneres, abwechslungsreich und vor allem ist das Essen frisch. Nach ein paar Tagen Recherche haben wir die wichtigsten Infos zum Betrieb gefunden. Wir haben beschlossen, die mobile Küche als Foodbike zu betreiben und uns auf Crepes zu spezialisieren.
Der Betrieb eines solchen mobilen Gastrobetriebes kann in 3 Arten erfolgen: durch den Betrieb in einem fixen Standort, durch den Verkauf im Fahrzeug oder ohne fixen Standort. Die erste widerspricht dem Konzept eines Foodparks, die zweite ist in Österreich nicht erlaubt. Es bleibt nur noch die dritte übrig, wobei man den Standort und die Genehmigungen nur für die Dauer der jeweiligen Veranstaltung benötigt. Um legal verkaufen, also Profit generieren zu können, müssen wir zuerst ein Gewerbe gründen. Grundsätzlich gibt es 2 Arten von Gewerbe: freies und reglementiertes. Das zweite ist für diesen Betrieb irrelevant. Als freies Gewerbe hätten wir folgende Möglichkeiten: Gesellschaft zu gründen oder Einzelunternehmen. Eine Gesellschaft wäre wegen Gleichberechtigung ideal, nachdem wir zu dritt sind, aber diesen Unternehmen fallen viele Kosten an. Notar, Rechtsanwalt und alles andere, was man für die Firmenbucheintragung braucht. Solche Ausgaben können wir uns als Studentinnen natürlich nicht leisten. So wählen wir eine Geschäftsführerin und 2 Mitarbeiterinnen und gründen unser Einzelunternehmen online. Auf unserer To-Do-Liste steht heute Randteiler Festival. Also wir sind da vor der Nordbahnhalle und wir sind auf die Suche nach einem passenden Raum für unsere erste Veranstaltung.